Kaffee. Und jetzt geht es dann gleich auf Tour von Sanremo aus. Erste Tour Richtung Frankreich, Monaco. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Ja, der Radweg hier, der geht direkt am Strand entlang an der Küste. Das ist eine alte Bahntrasse. Eben bin ich ja durch den Tunnel auch gefahren, der alte Eisenbahntunnel. Richtig cool, das geht hier von Sanremo bis, ich weiß gar nicht, kurz vor Imperia oder bis nach Imperia. Richtig schön, nice hier entlang am Meer. Allerdings jetzt Richtung Frankreich hört er jetzt dann hinter Sanremo auf und dann geht es weiter auf die Straße. So, vor mir liegt schon Menton in Frankreich. Das heißt, die Grenze müsste gleich kommen. Nicht mehr weit und von Menton ist es auch nicht mehr weit nach Monaco. So, 1 Kilometer noch bis zur Grenze. Danach kommt Menton. Da fahre ich jetzt dann durch. Schön an der Promenade entlang am Meer mit den Palmen. Und dann ist ja auch nicht mehr weit nach Monaco. Im Übrigen ist mir aufgefallen, dass die Hälfte meiner Zuschauer mich noch gar nicht abonniert hat. Also ich bitte dies zu ändern. Drückt mal fleißig den Abo-Button und ich schaue jetzt mal, dass ich heil über die Grenze komme. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it all. So, Frankreich passiert, da drüben ist Menton, was für ein Anblick, sensationell. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. Ah, Giotto, hier kommt also das Süßgebäck her. Ah. Facing it all, fearless. Herrlich dort die Altstadt. Sensationeller Blick von hier. So, und wenn man Menton verlassen hat, dann ist es auch gar nicht mehr weit. Dann kommt man hier an die Stelle und da hat man schon den ersten Ausblick auf Monaco. Da hinten, wo die Hochhäuser sind, das davor hier, dieser Vorort, das gehört noch zu Frankreich, aber fragt mich nicht nach dem Ort. Mit den Namen habe ich es nicht so. Man sieht auch schon hier die ersten Schiffchen vor Anker liegen. Und jetzt fahren wir einfach mal runter und schauen uns die ganzen Dampfer an. Viel Spaß! Also wenn die
Die Spritpreise interessieren hier in Frankreich. Ihr habt es gesehen. So, das war der Grenzübertritt quasi im Kreisverkehr. Und schon sind wir da. Let's go. Freie Fahrt für Fahrradfahrer. Ich darf hier langfahren, die Autos nicht. Ja, hier ist natürlich mächtig was los. Haufen Autos, viel Verkehr, rechter Trubel, schlechte Luft. Naja. Not the best place to live here. Oh, das war knapp. Hey! Hier sind wir gleich am Casino, das ist hier hinter diesen Glaspalästen. Da schauen wir aber später hin, wir fahren jetzt erstmal so ein bisschen durch und lassen uns treiben. Genau, hier geht es runter zum Hafen, links das Casino, aber wir fahren geradeaus runter. Ja, es ist wohl auch irgendeine Messe hier am Hafen. Da ist alles zugebaut, Haufen LKWs, die hier anliefern und Monteure, die irgendwas zusammenbauen. Also das ist wohl eine Yachtmesse. Das passt mir ganz gut, weil ich habe sowieso vor, mir ein neues Boot zu kaufen und da kann ich mich gleich mal umgucken. Ich schaue jetzt gleich mal, ob ich hoch kann zum Palast. Das liegt so oben auf dem Felsen zwischen hier und Fontville. Den wollte ich schon mal gerne sehen. Mal gucken, ob die einen durchlassen oder auch nicht. Okay, alles gut gegangen. Hat zwar scharf geguckt, aber ich darf durch. So, oben auf dem Felsen angekommen. Schau ich mal. Müsste eigentlich immer nur geradeaus gehen. Dann kommt man zum Grimaldi-Palast. Also oben geht es dann über in so Altstadtgässchen, da muss man absteigen, Maske tragen. Und ja, zu Fuß weiter. Vielleicht gibt es auch einen Radlweg irgendwo rum, aber ich glaube nicht. So, und hier müsste eigentlich Le Palais sein. Wahnsinn, überall wird gebaut hier. Unten am Hafen alles zugebaut, hier oben. Reinste Baustelle. Wer will schon in so einem Kaff leben? Frankfurter mittendrin im Touri-Trubel.
Irgendwas scheint hier jetzt zu passieren, weil sie alle gucken und warten. Guten Tag. Allez, vous libérez le passage s'il vous plaît. Ich glaube, das sind ganz wichtige Menschen. So, dann gehen wir wieder. Übrigens, Monegassen fahren mit E-Autos. Wisst ihr Bescheid? Also ist nur zu Fuß erlaubt, hier sich fortzubewegen, zumindest rund um den Palast. Keine Ahnung, wie es weiter hinten ist. Ich denke mal, da darf man schon fahren, aber hier nur zu Fuß. Wagenpedaleur muss schieben. So, Wagenpedaleur macht mal den Gewichtstest der Kanonenkugeln. Verdammt schwer. Möchten wir nicht auf die Rübe bekommen. In Monaco wird noch mit modernen Waffen gekämpft. Also wer Lust auf einen kleinen Imbiss hat, der kann auch hier am Grimaldi-Palast speisen. Ja, das ist das Postamt. Schaut ein bisschen besser aus wie das in Nürnberg. Ja, die Essenspreise sind etwas höher hier oben. Pizza Margherita 10 Euro, normale Pizza 15, genauso wie die Pasta-Gerichte. Alles andere dann noch ein bisschen teurer. Oh, hier haben wir gerade eine Karte. Hier kann man sich auch Räder ausleihen mit Motor. Also wer hier zu Fuß ist, der kann sich hier so ein Teil ausleihen. Keine Ahnung, was das jetzt kostet. Wird dann die Welt kosten. Und kann dann hier parat alles erkunden. Würde ich sowieso empfehlen, weil man da ziemlich mobil ist. Klar, der Verkehr ist ein bisschen lästig, aber es geht. Da kann man sich schon durchquälen. Also die ersten 30 Minuten sind sogar frei.
Dann von 30 bis 60 Minuten 1 Euro und dann danach glaube ich 2 Euro die Stunde. Also alles so teuer dann. Für das, dass man einen Motor dran hat und sich überall hin chauffieren lassen kann, passt es schon. Kann man sich schon gönnen. Besser ist natürlich, wenn man selber tritt, ohne Motor. Ne? Ja, oder man nimmt so ein Gefährt. Kann man natürlich auch machen. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Also Parkhäuser gibt es hier auch zu Genüge. Kosten auch ein bisschen mehr, aber auch nicht die Welt. Sagen wir mal zwischen 10 und 15 Euro, wenn man ein paar Stunden hier ist. Also bankrott wird man nicht. Die Jungs und Mädels fahren ein bisschen nach Nizza zum Mittagessen. Guten Appetit. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was pick out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Ja, hier ist der Hafen rechts, da ist jetzt diese Messe oder diese Messebauten, also man sieht hier nicht viel, man kann auch irgendwie nicht so recht entlanglaufen, es sind nur so Pfade durch Absperrgitter abgesteckt, also ja, das ist schade, aber so ist es halt jetzt. Man sieht nicht so viel, aber ich versuche mal einiges einzufangen. Nachdem ich den Ferrari da vorne versenkt habe. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain. I just wanna run away. Bundesrepublik Deutschland. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Oh, I just wanna numb the pain. I just wanna run away. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to Stau. Die Touribahn, die hält alles auf.
hinten, da sieht man schon Nizza. Das wäre jetzt auch gar nicht mehr so weit weg. 17 Kilometer stand vorhin mal da. Könnte man ja auch miteinander verbinden, aber bin ich jetzt leider zu spät. Das hätte ich besser planen müssen und das wird dann auch zu viel für ein Video. Es wird eh schon viel zu viel mit Monaco. Aber es ist einfach zu schön hier, auch so die Randecken hier. Ich bin jetzt wieder in Frankreich. Also ich habe hier irgendwo so eine Bergstraße jetzt passiert und bin dann irgendwie raus und fahre jetzt gleich wieder rein und man hat halt immer wieder so schöne Ecken hier wie hier. Da ist so ein kleiner Platz mit Bänken und schöne Aussicht. Wunderbar. So wie der Helikopter mache ich jetzt dann auch langsam mal die Fliege, dass ich dann wieder heimkomme nach Sanremo. Ich zeige euch noch ein paar Bilder jetzt hier und ja, dann am Ende melde ich mich nochmal, wenn es dann heißt ciao, ciao, aber noch nicht. Gucken, wo ich lang muss, verdammt. So, einmal durch den Formel-1-Tunnel, allerdings in entgegengesetzter Richtung. Hier gibt es sogar Einkaufspassagen mitten im Tunnel. Und Baustellen. Baustellen, Baustellen, Baustellen. So, das waren die letzten Bilder aus Monaco. Ich mache mich jetzt wieder langsam auf den Heimweg. Ich bin jetzt hier kreuz und quer durchgefahren. Hügel rauf, Hügel runter. Der Verkehr geht mir jetzt langsam auf die Nerven. Es ist ziemlich voll hier. Aber es war ganz schön. Ein bisschen viel Baustellen, aber mal, so ist das halt. Das Geld muss ja wohin. Wer hier mal herreisen will, es gibt ja auch eine Bahnlinie, habe ich gerade entdeckt. Hier unten. Da ist gerade ein Zug entlang, also man kann bestimmt von Sanremo oder Imperia oder woher auch immer mit dem Zug hierher reisen, ganz bequem, steigst hier aus, läufst ein bisschen rum, nimmst so ein E-Bike und dann läuft die Sache. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, abonniert den Kanal. Die Hälfte meiner Zuschauer den Kanal nicht abonniert. Skandal. Also macht es. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Gebt einen Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar. Wer war hier schon mal? Wie seid ihr hier gewesen? Mit dem Rad, mit dem Zug, mit dem Auto oder zu Fuß oder was auch immer? Schreibt mir das mal und dann gibt es wieder als nächstes ein Video aus der Region hier, aus Ligurien. Bis dahin. Ciao, ciao. Yeah.
Und verabschiede ich.